Klavierspielen mit Master Keyboard und Piano-App. Bringt's das und für wen überhaupt? Ist das günstiger als ein Homepiano oder Stage-Piano? Und ich bin gespannt, was Yassin Korchi als Klavierlehrer von der Online-Musikschule Music2Me dazu sagen wird. Hallo Yassin. Hallo Jörg. Jetzt muss ich dich gleich fragen, ein Master Keyboard oder ein Stage-Piano, du bist ja auch live unterwegs. Was nutzt du da? Ich habe ein Stage-Piano, was ich benutze mit integrierten Sounds, aber ohne Lautsprechern. Das wird dann Ja. an die Anlage angeschaltet oder angeschlossen. Und das ist eigentlich so das Übliche, was man so als Live-Keyboarder oder Pianist hat, wenn man digital unterwegs ist. Aber ich nutze eigentlich auch ganz gern so Master Keyboard mit Klangerzeuger, also entweder auf dem Tablet oder auf dem iPhone zusammen. Ah ja, dann bist du ja voll im Thema. Ich bin im Thema drin, ja. Gut. Als Master Keyboard benutzt du was? Ich habe ich benutze entweder mein Stage-Piano als Master Keyboard, um zusätzlich noch ein iPad anzuschließen. Ja. Aber ich habe auch ein Arturia Keylab als Master Keyboard und da habe ich zusätzlich noch verschiedene Regler und Schieberegler, um dann auch nochmal irgendwie Lautstärken besser zu kontrollieren. Ja. Ah ja, da hast du ja schon sehr unterschiedliche Möglichkeiten genannt. Also ich benutze zum Beispiel einen Kawai VPC1 als Controller. Das ist ja ganz schlicht, aber da ist ja der Fokus auf die Tastatur, Hammermechanik, Holztasten und so weiter. Allerdings ist dieses Master Keyboard auch recht teuer. Das kostet ja so um die 1400, 1500 Euro. Ja. Und da kann man sich ja jetzt fragen, gibt es auch was günstigeres? Jetzt haben wir hier zwei Instrumente, zwei Master Keyboards als Beispiel. Das ist von Studio Logic SL88, einmal das Grand mit Holztasten und einmal das SL88 Studio. Die können also technisch das Gleiche, haben aber unterschiedliche Tastaturen und sind im Preis unterschiedlich. Ja. Ja, also hier liegen wir irgendwo bei 700 und noch was und hier sogar unter 400 Euro. Aber vielleicht klären wir noch mal ab, für wen ist das eigentlich geeignet, so eine Lösung? Weil rein technisch gesehen klingt es ja wie eine fantastisch geniale Idee. Ein Master Keyboard hat keinen Klang, aber eine super Tastatur. Und ein iPad hat super Klang, aber natürlich keine Tastatur. Also sollten wir mal ausprobieren. Wir schalten die einfach mal zusammen und gucken, was dabei rauskommt. Ja. Und wir gucken uns verschiedene Piano-Apps an. Da haben wir hier als erstes Pianotech Pro. Und das hatten wir schon mal gezeigt. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich das mit diesen Tastaturen spielt. Wir haben dieses hier, das SL88 Studio, haben wir schon verbunden und leg mal los. Ja, super schön. Ja, das ist natürlich ein Hammer Plugin, Hammer-App auf dem iPad. Gibt es ja eigentlich für den Computer als Plugin in DAWs, also in Logic oder in Cubase. Und jetzt seit einigen Jahren gibt es das jetzt auch als iPad-Variante. Und das ist einfach crazy, wie gut das klingt. Das ist wirklich Absolut. 1:1 das Gleiche, also keine abgespeckte App für den Genau. mobilen Markt, sondern die haben das 1:1 quasi übersetzt fürs iPad. Und ich muss sagen, es gibt eigentlich nichts Vergleichbares, oder? Ja, es gibt keinen Unterschied zwischen der Piano VST-Variante, die man im Rechner hat, und der iPad-Variante. Ja. Das ist wirklich identisch und es klingt auch identisch. Ja, und klangmäßig, wirst du mir sicher recht geben, gibt es Ja. eigentlich nichts, was da so Ja, rankommt. ich liebe das, weil es eben in der Simulation der ganzen Klangdetails und im Spielverhalten einfach unglaublich gut ist. Ja. Dann würde ich gerne weitermachen, dass wir jetzt mal hier diese Tastatur probieren, weil die sind ja sehr unterschiedlich und dann kannst du vielleicht die noch mal einschätzen. Ja, ist natürlich Sag du erst mal. ein bisschen angenehmer natürlich zu spielen. Ne? Man hat hier auch noch so ein bisschen so Holz hier mit dabei. Ne? Merkt man Ja, schon, dass da ja. ein bisschen mehr in der Tastatur drin steckt. Ich finde die einen Ticken leichtgängiger als die, aber die ist irgendwie, kann hier nuancierter spielen auf jeden Ja, das Fall. hat man auch gehört. Ja. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen.
Du hast viel mehr aus dem Klang rausgeholt. Da war auch mehr, du bist auch mehr in die oberen Velocity-Bereiche gegangen. Also da kam ein bisschen mehr Oberton raus. Und im Ganzen, so der Klangkörper, der kam gut rüber. Ja. Den hast du noch mehr ausgenutzt. Also gefällt mir hier natürlich besser. Dann muss man auch sagen, hier ist natürlich auch nochmal ein richtiges Pedal dabei. Macht auch was aus. Macht was aus. Hier mit dem Taster, da muss man sich dann schon so ein bisschen dran gewöhnen als Pianist, ja. Also das ist eine gute Tastatur. Man darf den Preisunterschied natürlich nicht vergessen, unter 400 €, das ist natürlich auch Wahnsinn. Also eine coole Tastatur, aber im Vergleich zu dem ist die natürlich besser. Ja, Ja gut, das kostet auch fast doppelt so viel. Ja. Gut, macht sich dann ja auch irgendwo bemerkbar. Es wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre. Das stimmt, ja. Ja, wir können vielleicht auch noch mal eine andere App probieren. Die hatten wir auch schon mal uns angeguckt, nämlich Pure Piano. Auch eine schöne App. Ja, die gibt es in der neuen Version und die haben jetzt Saitenresonanzen nachgefügt. Also es ist ein richtig schönes Update. Ich muss mal gucken, ob wir das hier jetzt verbunden kriegen. Das tut's schon, Aber ne? geht schon, ja. Ja, wunderbar. So haben wir es doch gern. Das ist auch ein sehr schöner Klang. Super App, super Der schön. hat echt auch noch mal gewonnen dadurch. Kann man ganz viel auch machen, so kann man den Flügel irgendwie verschieben im Raum. Genau, und so. vielleicht spielst du einfach noch mal was an Ja. und ich werde das mal mit diesem Morph-Pad verändern, den Sound. Ja. Da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Das ist schon eine Klangreise. Das ist Wahnsinn. Und vor allem, man sieht es ja jetzt gleich auf der Bildschirmaufnahme, es ist kinderleicht. Ja, das ist wirklich einfacher, kann geht es nicht sein. ohne Begrifflichkeiten. Das ist sehr intuitiv, einfach. Ja. Man kann da sich leiten lassen von der Klangänderung und folgt dem Klang eigentlich. Ne? Das finde ich super. Und da sind wir eigentlich bei der Ausgangsfrage, für wen ist sowas eigentlich? Für wen ist sowas eigentlich geeignet? Ne? Ja, Und das genau. ist eigentlich für Leute, die vielleicht sagen, ey, ich möchte gern mehr machen, aber will nicht mich in solche kleinen Displays zwängen und da durchschalten und so. Ich kenne das ja selbst. Ich habe da keine Lust bei Digitalpianos da irgendwie in irgendwelchen Menüs und Ja. Bedienungsanleitungen. Und hier kann ich einfach wirklich, das kann jeder. Das ist dermaßen intuitiv und ich habe vor allem auch eine echte Auswirkung auf den Klang. Da ist nicht nur Klavierklang 1 und 2, wo dann die Höhen mal raus sind Ja, oder ja, rein das ist sind, wirklich- sondern ich kriege hier, das ist eigentlich wie Filmmusikgestaltung, ne? Moderne Sounds aus, Genau. aus der Filmmusik. Und, Hier gibt es auch Mellow und Intimate, Cinematic. Ja. Und Reverse, das hatten wir eben, wo der Klavierklang rückwärts läuft. Und solche Soundeffekte kann man hier so überblenden. Das finde ich einfach genial. So, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Man fragt sich ja, jetzt kann man so beim E-Piano kann man Layer-Sounds machen und so weiter. Das geht natürlich auch. Man kann ja jetzt wenn man schon in diesem Kosmos der Musik-Apps ist, dann kann man sich auch zum Beispiel Aum angucken. Aum ist eigentlich ja so eine Mix-App. Das ist ein digitales Mischpult, das ist eine MIDI-Matrix, damit kann man verschiedene Klangerzeuger, externe wie auch interne im iPad zusammenbringen. Also das hat auch schon Master-Keyboard-Eigenschaften. Piano und ein Pad ist eigentlich der klassische Layer-Sound. Layer-Sound, genau. Ja. Sowas habe ich mal hier in Aum
jetzt zusammengestellt. Das ist jetzt wieder das Pianotech und darunter liegt dann der Monopoly von Korg. Korg hat ja so ein spezielles App-Konzept. Da gibt es diese ganzen Legacy-Synthesizer als Apps für das iPad. Und ich habe die jetzt Cool. kombiniert, dass man jetzt beide über dieses Mischpult in Aum hört. Cool, Kann man schöne Sachen machen. super. Jetzt habe ich hier noch, wenn man auch in dieser Welt schon sich befindet, habe ich hier noch einen schönen Halleffekt von Eventide. Das ist auch eine wunderbare Sache. Jetzt hören wir uns nur mal das Klavier an mit diesem Hall. Der ist spaced richtig. Großes Haus oder eher Weltall, was auch immer. Sehr, sehr, sehr abgespaced, aber sehr cool. Ja? Also kann man viel machen mit. Ja, also da sind wir jetzt auch in einer ganz anderen Anwendungswelt. Nochmal das Thema, für wen ist das eigentlich? Also wer mehr will an Sounds, wer da ein bisschen experimentieren will, da ist das eine tolle Sache. Wie werden die Geräte jetzt eigentlich, wie verkabelt man das eigentlich? Was braucht man? Also das ist wirklich sehr simpel verkabelt. Das ist noch ein iPad mit einem Audioausgang. Dafür brauchen wir nur den USB-Ausgang von dem Master Keyboard über das Camera Connection Kit. So wird das mit MIDI verbunden und ich steuere die Klangerzeuger hier an. Das ist also wie ein Soundmodul. Und hier nehmen wir den Sound ab. Also wenn man ein neueres iPad hat, das nur eine USB-C-Schnittstelle hat, dann hat man eine andere Situation. Da muss man irgendwie für einen Audioausgang sorgen. Ja. Das ist dann entweder ein Audio-Interface, dazu würde ich immer raten, oder so ein ganz einfacher Kopfhöreranschluss. Weil letztendlich ist das ja auch nur ein Kopfhöreranschluss. Gibt auch, wenn man sehr, sehr günstige Lösungen haben will, auch manche USB-Hubs, die auch einen Audioeingang haben. Ist immer ein bisschen die Frage, ob das klanglich gut ist, aber Ja, genau. gibt es auch, wenn man jetzt erstmal am Anfang vielleicht nicht so viel Geld ausgeben will. Also ich brauche also das iPad, dann nochmal so eine Art Adapter und eigentlich die Tastatur. Ganz genau. Und ich finde, du hast es eben selber gemerkt, wenn man eine App wie Pianotech oder auch Pure Piano anspielt, die sind so gut, dass die wirklich eine Tastatur haben wollen. Ja, Also definitiv. davon hat man dann wirklich was. Ja. Wenn man das nur mit so einem Keyboard spielt, das geht auch, ja, zum Arrangieren mit dem Computer, ja, das ist alles so wunderschön. Aber wenn man wirklich Klavier spielen will, wenn man sich darauf ausdrücken will, dann braucht man schon richtig gute Tasten. Was muss man jetzt für so eine App ausgeben? Was wird da finanziell aufgeschlagen? Das sieht sehr unterschiedlich aus. Bei Pure Piano ist man mit ungefähr 30 € dabei. Oh, okay. Das ist wirklich nicht viel Geld, Ja. wenn man das iPad schon hat. Ja. Natürlich. Bei Pianotech sieht es ein bisschen anders aus. Dort kostet die günstigste Variante um die 140 €. Dafür hat man aber 3 Lizenzen. Die kann man auch auf dem Computer benutzen, so wie auch eben auf allen iOS-Geräten, die man eben hat. Das funktioniert ja auch auf einem iPhone. Also das ist die kleinste Mobilversion, die man so dann spielen kann. Ja. Ja gut, aber wenn ich sehe, dass natürlich so eine
Plug-in-Version für den Computer von Pianotech normalerweise 500, 600, 700 Euro kostet, mal ganz gerne oder hat mal so viel gekostet, dann ist der Einstieg natürlich mit 140, 150 Euro ne, sehr, sehr günstig. Und dann gibt es natürlich wie Pure Piano, also für 30 Euro kann man wirklich nicht Das ist meckern. schon ein guter Einstieg, auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn. Und dann darf man nicht vergessen, bei Pianotech gibt es auch noch einen Haufen anderer Sounds, also E-Piano-Sounds ohne Ende. Und ne, also das ist eher nicht nur eine Klavier-App, sondern eigentlich eine Tasten-App mit noch ganz vielen anderen Tasteninstrumenten. Genau, deswegen, da wollte ich noch mal drauf anschließen. 140 Euro ist so der Einstieg und man kann dann Module nachkaufen. Dann hat man noch die E-Pianos, dann hat man bestimmte Flügelversionen, Flügelmodelle, die man dazu kaufen kann. Deswegen ist dann auch die Pro-Version tatsächlich mit allem drin, die kostet dann irgendwie 800 Euro. Ja, klar. Das ist dann auch schon, da ist dann alles drin. So. Und dann hat man da eine Harfe, eine Akustikgitarre und Steel Drums und Handpan und all diese Dinge. In bester Qualität. Ja, in wirklich einer tollen Klangqualität. Ja, dann können wir eigentlich fast schon zum Fazit kommen, ne? Ja, also ist nicht für jeden was. Es ist nicht unbedingt für alle Leute geeignet. Also wer einfach nur Klavier lernen möchte, ist, glaube ich, was würdest du sagen, mit einem klassischen Home- oder Portable-Piano vielleicht besser bedient. Ja, definitiv. Wer keine Lust hat, sich groß um irgendwas zu kümmern, der ist mit einem Digitalpiano mit integrierten Lautsprechern am besten dran, aufstellen, anmachen, spielen. Aber wer ein bisschen Klang entdecken will und auch vielleicht selbst gerne rumschraubt an Sound und vielleicht sogar ein bisschen aufnimmt irgendwie in GarageBand oder so auf dem Apple-Gerät, für den ist natürlich sowas ganz cool. Und wie gesagt, das iPad ist nicht zwingend notwendig. Wenn man vielleicht schon ein iPhone hat, dann kann man das auch übers Telefon machen und dann kann man einfach ein bisschen ausprobieren, sich so eine App mal für 30 Euro kaufen und dann mit einem günstigen MIDI-Keyboard einsteigen, 200, 300, 400 Euro und einfach mal ein bisschen probieren. Es ist einfach ein bisschen ein anderer Ansatz, aber man wird auf jeden Fall belohnt. Also ich möchte es nicht mehr missen. Ja, das geht mir genauso und man findet auch diese ganzen Digitalpiano-Funktionen letztendlich. Haben wir gesehen, eben man kann Sounds layern. Es gibt aber auch ein Metronom, das ist hier in der App eingebaut. Pianotech hat ein eigenes. Aber es gibt auch tolle Metronom-Apps, die man noch bekommen kann. Das kostet alles nicht wirklich viel Geld. Ja. Ein Recorder ist in dem AUM auch eingebaut. Man kann sogar weitergehen und, wie du gesagt hast, mit GarageBand, mit Cubases solche Sachen aufzunehmen. Geht natürlich auch mit AUM. Ja. Das ist eine super Sache.